Hi, hier ist Nachtfalter vom Klonkspot und das sind die News für Februar. Das Milestone-Projekt ist eine Art Gruppe innerhalb der OC-Community, das sich zum Ziel gesetzt hat, OpenClonk innerhalb relativ kurzer Entwicklungszyklen zu verbessern. Im Januar wurde der Milestone Nummer 1 fertig. Zu den großen Neuerungen gehört vor allem das neue Lichtsetup, mit dem OpenClonk freundlicher und bunter wirken soll. Neue handgezeichnete Materialien sorgen für einen ganz eigenen Stil. Neue Bäume, Tiere, Engine-Features und viele weitere Sachen haben OpenClonk damit wieder ein ganzes Stück zugänglicher für die Spieler gemacht. Das Milestone-Projekt wurde in OpenClonk 7.0 integriert und ist auf der Download-Seite erhältlich. Für alle Freunde von Clonk Rage. Marky hat auf der ClockForge ein Update für sein OpenClonk Classic angekündigt. Das Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, die Spielinhalte aus Clonk Rage nach OpenClonk zu portieren und, wo es sinnvoll ist, nachzubessern. Bis jetzt gibt es das Szenario Goldmine, welches sich so ziemlich ähnlich zu seinem Vorbild spielt, denn die Steuerung ist genauso wie in Clonk Rage geblieben. Dabei sind die Grafiken keine vorgerenderten Bilder mehr, sondern jetzt Echtzeitmodelle. Die mussten sorgfältig nachmodelliert werden, um dem Original so nah wie möglich zu kommen. OpenClonk hat nun einen wunderschönen Soundtrack, dank David Oerter und Martin Strohmeier. Das Besondere daran, die Musik im Spiel wechselt je nachdem wann und wo sich der Spieler auf der Karte befindet. Wenn ihr den Soundtrack außerhalb des Spiels hören wollt, gibt es dazu sogar einen eigenen Player. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Newton hat einen neuen Blogpost über die Steuerung verfasst. Darin erklärt er, dass das Zweihandsystem, also ein Item auf der linken Mausbutton, eins auf den rechten, abgeschafft wurde. In der neuen Steuerung ist jetzt immer nur ein Item aktiv. Für den schnellen Wechsel zum letztbenutzten Item gibt es jetzt die Taste Q. Mit dem Mausrad kann man zwischen den Items wechseln, so wie man es auch von anderen Spielen gewöhnt ist. Zoomen ist in Kombination mit der Steuerungstaste auch über das Mausrad noch möglich. Zeppa hat noch ein Video auf Englisch gemacht, Link dazu gibt's hier, in dem er das neue Steuerungskonzept nochmal umfangreich erklärt. Auf unserer Seite klonkspot.org gibt es seit einiger Zeit eine Liste, die live die Spiele vom Master Server überträgt. In diese wurden nun ebenfalls die Spiele von OpenClonk integriert. Praktisch, über die Benachrichtigung lässt sich für alle Szenarien ein Alarm einstellen. Wenn das Szenario also jemand aufmacht, bekommt man über den Browser eine Nachricht angezeigt. Wer noch mit Clonk Rage unterwegs ist, kann sogar direkt mit einem Klick auf den Eintrag dem Spiel beitreten. In diesem Szenario von Kenny zeigen sich die Vorteile der Steuerung von OpenClonk. Ziel ist es, mittels 3 verschiedener Zauber den Gegner zu eliminieren. Dabei gibt es je nach Klasse eigene Passiv- und Offensivzauber. Mit Doppelsprüngen und guten Reflexen kann der Spieler Angriffen ausweichen und im richtigen Moment zurückschlagen. Als Nahkampfwaffe hat jeder Clonk ein Schwert dabei. Bisher gibt es 9 verschiedene Klassen und 3 Spielmodi, unter anderem Kampf in der Schwerelosigkeit und Bomb Run, wobei hier die Bombe ein Wipf ist, der dann ins gegnerische Tor getragen werden muss. Das sehr unterhaltsame Szenario ist zurzeit in der Beta-Phase und kann im OpenClonk Forum heruntergeladen werden. Wer für OpenClonk entwickeln möchte, hatte bisher fast nur die Möglichkeit, die Open-Source-Software Eclipse zu benutzen.
Mit Windmill wollen die Entwickler Klonkgeist und Apfel eine speziell zugeschnittene Lösung entwickeln. Bisher gibt es unter anderem einen Texteditor mit Syntax-Highlighting, eine Explorer-Übersicht und einen Bitmap-Editor, um Karten zu zeichnen. Das Projekt ist in der Alpha-Phase und verfügt über einen eigenen Mini-Blog im Forum. In diesem Blogpost von Zepper wird sich der Tierwelt gewidmet. Natürlich wurde der Wipf übernommen, welcher jetzt ein paar Pixel mehr hat als zu seiner ersten Vorstellung im Jahr 95. Der Chibi, bekannt aus der Erweiterung Hazard, ist auch wieder mit dabei. Diese niedliche Kreatur wartet auf sich annähernde unvorsichtige Spieler und haftet dann bis zum bitteren Ende am Klonk. Das Klonk-Äquivalent zu Bienen, oder eher Wespen, hat hier auch eine neue Heimat gefunden. Also wirklich, denn statt Zapnester in der Erde gibt es jetzt Zapnester in den Bäumen. Eine andere Art der Zaps im Spiel sind Fliegen, die sich um Gewässer und Leichen sammeln, sowie Glühwürmchen, die nachts für Atmosphäre sorgen. Auch in der Unterwasserwelt ist neues Leben eingezogen. Piranhas und Tintenfische können den Klonks unter Wasser echt das Leben schwer machen. Außerdem kamen noch zwei komplett neue Tierkonzepte dazu. Einmal die Fledermaus, die in Höhlen vorkommen können, und ein Puka oder Puka, welches vermutlich ein eher friedlicher Geselle ist. Wenn er nicht gerade schläft, dann tummelt er sich in der Nähe von Wasser herum. Angreifen kann man den Puka vermutlich schwer oder gar nicht, denn er kann sich einfach wegteleportieren. Das waren die Klonk News für Februar. Mein Name ist Nachtfalter und bis zum nächsten Mal.